Stell dir vor, du öffnest deinen Browser, um YouTube oder eine andere Website zu besuchen. Plötzlich ist die weg. Komplett zur Bezahl-Website geworden oder gar komplett geschlossen. In der heutigen Folge sprechen wir über ein Szenario, das immer wahrscheinlicher wird. Die Apokalypse des freien Internets, verursacht durch künstliche Intelligenz. Die Adpocalypse. Na Leute, habt ihr mich vermisst? Ich war 4 Wochen weg, 3 davon in Japan. Habt ihr nicht gemerkt, oder? Oder habt ihr alles auf meinem Instagram verfolgt? Meine Videos waren aber tatsächlich auch vorproduziert und nicht KI generiert. Zumindest noch nicht. Hey, I'm Alex. Aber lange wird das wohl nicht mehr dauern. ChatGPT ist erst seit letztem Jahr verfügbar. Und schon diese Woche soll es über Plugins Zugriff auf das Internet bekommen. Manche haben das sogar schon. Bing, das ebenfalls auf GPT-4 basiert, ist schon im Browser integriert und als Suchmaschine verfügbar. Und Bard, Googles Variante von KI, ist jetzt auch für die Öffentlichkeit verfügbar. Diese KI-Systeme analysieren dann automatisch Websites und liefern euch Zusammenfassungen. Ihr könnt dann Fragen dazu stellen und tiefer in die Themen einsteigen, die ihr spannend findet. Und so Zusammenhänge herausfinden, die ihr anders vielleicht nicht kriegen würdet. Das klingt auf den ersten Blick wahnsinnig praktisch, oder? Doch diese Technologie hat natürlich auch eine dunkle Seite. Sie könnte einfach das freie Internet, wie wir es kennen, komplett zerstören. In diesem Video werden wir uns ansehen, wie solche KI-Analysesysteme das Geschäftsmodell von Websites bedroht, warum das zu einer Zunahme von Paywalls führen könnte und vor allem aber, welche Alternativen es gibt, um so eine Adpocalypse abzuwenden. Dazu müssen wir aber erstmal einen wichtigen Punkt verstehen. Das Internet läuft durch Werbung. Ohne Werbung gäbe es kaum ein Nachrichtenportal, viele 18+ Websites nicht, keine gratis Kochrezepte und schon gar kein Social Media. Reife Frauen aus deiner Umgebung! Speziell beim Punkt YouTube kann man diese Entwicklung sehr gut beobachten. Anfangs waren auf der Plattform einfach nur Menschen, die ihrem Hobby in der Freizeit nachgegangen sind. In meinem Fall waren das hunderte Erklärvideos zum Programmieren. Aber natürlich ist die Zeit, die man in der Freizeit aufbringen kann, begrenzt. Während YouTube mit Kommentaren, E-Mails und sogar anderen Social-Media-Portalen oder Formaten sehr schnell zum Vollzeitjob wachsen kann. In meinem Fall steht mittlerweile sogar ein ganzes Team hinter diesen Videos hier und trotzdem könnt ihr die einfach so kostenlos sehen. Das geht nur dank Sponsoren wie Flexispot heute. Sie haben mir meinen Schreibtisch und mittlerweile auch den meiner Freundin gratis zukommen lassen, da sie mir in letzter Zeit eben sehr viel auch bei dem Kanal hilft. So kann ich also den Stehschreibtisch hier sehr ausführlich testen und euch sagen, wie unfassbar gut mir der tut. Ich gebe zu, es war anfangs ungewohnt, öfter mal zu stehen während der Arbeit, aber mittlerweile nehme ich immer im Stehen auf, was wie ich finde besser aussieht. Hab einen signifikanten Teil meiner Meetings im Stehen und dadurch weniger Rückenprobleme. Aber selbst wenn man die Höhenverstellbarkeit komplett außer Acht lässt, ist der Schreibtisch wunderbar groß. Genauso groß wie ihr das braucht. Ihr könnt das nämlich während der Bestellung einfach anpassen. Ihr könnt zudem ein Kabelmanagement holen, Steckdosen und sogar einen Bildschirm unterbauen. Erschreckt nicht, wie schwer diese Pakete sind, die ihr bekommt, denn das Ding ist wirklich sehr robust. Und dank unserer Kooperation kann ich euch jetzt sogar sagen, dass ab Montag, also dem 22. Mai bis zum 26. Mai, einige Werbeaktionen wie etwa ein 150 € Rabatt angeboten wird. Speichert euch das direkt am besten mal in den Kalender ein, um es nicht zu vergessen. Mein Management und ich prüfen also im Vorfeld für euch unsere Kooperationspartner und können euch dann solche spannenden Aktionen präsentieren. Im Gegenzug können wir mehr Leute einstellen, wie etwa einen Cutter oder die Bootstrap Academy überhaupt erst bauen. Das läuft bei allen Gratis-Websites genau so, außer natürlich, sie werden über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk finanziert oder sie sind durch Spenden finanziert. Also im Endeffekt deine Entscheidung, ob du uns bezahlst, wenn nicht, machen wir halt dicht. Beim Spiegel kostet das Abo 20 € im Monat, das aber für jede Nachrichtenagentur natürlich separat bezahlt werden müsste. Heise kostet 13 € im Monat, Golem sind 10. Und das sollen wir jetzt alles zahlen? Wir haben uns an einen vielfältigen Journalismus gewöhnt und nur eine Quelle würde mir eigentlich nicht reichen. Als Privatperson wird das also ziemlich teuer.
Bevor wir uns jetzt in die düstere Welt der KI-Apokalypse stürzen, lasst uns zuerst ein wenig Licht auf das Thema künstliche Intelligenz werfen. Künstliche Intelligenz, kurz KI, ist im Endeffekt ein cleveres Computerprogramm, das denkt, es sei ein Mensch, zumindest wenn es darum geht, Probleme zu lösen oder kreativ zu sein. Das Wichtigste dabei ist maschinelles Lernen, bei dem Computerprogramme aus Daten lernen und im Laufe der Zeit einfach immer schlauer werden. Automatisierte Website-Analysen, wie sie von KI-Systemen also durchgeführt werden, sind im Grunde genommen nichts anderes als die ultimative Form von TLDR. KI-Programme scannen den Inhalt einer Website und fassen ihn in einer kürzeren, leicht verständlichen Form zusammen. Sie sind sozusagen die digitalen Bücherwürmer, die für uns die Hausaufgaben machen. Kein Lesen der nervigen Einleitungen, wenn man schon im Thema ist, schnelles Herausfinden, ob das überhaupt die Information ist, die wir brauchen. Beispiele hatten wir uns ja schon angesehen. ChatGPT kann es bald, Bing und Bard können das Ganze schon. Sie durchsuchen basierend auf euren Fragen das Web, analysieren dann die Websites und liefern Ergebnisse, ohne dass ihr die Website überhaupt erst besuchen müsst. Eine Art digitaler Stalker sozusagen, der weiß, was du willst, bevor du es selbst weißt. Sie analysieren aber auch komplexe Texte wie wissenschaftliche Paper und produzieren menschenähnliche Antworten und Zusammenfassungen für uns. Also quasi wie ein Copywriter, den wir uns alle für unsere Hausarbeiten gewünscht hätten. Diese Technologien sind natürlich beeindruckend und bieten viele Vorteile, aber wie wir alle wissen, gibt es keine Technologie, die nicht auch ihre Schattenseiten hat. Und deswegen schauen wir uns im nächsten Kapitel an, wie solche Systeme eigentlich das Geschäftsmodell von Webseiten beeinträchtigen und warum das zu einem Anstieg von Paywalls oder sogar dem Tod mancher Websites führen könnte. Bevor wir fortfahren, möchte ich allerdings wissen, nutzt ihr selbst solche Systeme? Hältst du Bing für einen freundlichen Helfer oder einen hinterhältigen Spion? Ich bin gespannt auf deine Meinung. Wie wir also schon gehört haben, sind viele Websites auf Werbung angewiesen, um euch Inhalte geben zu können. Sei es echte Werbung oder auch Werbung für die eigene Spendenkampagne. Die meisten spenden nicht. Sie schauen einfach weg. Huch, diese Werbung bringt nur Geld rein, wenn ihr klickt. Technisch gesehen sind die Websites also auf euren Klick angewiesen. Und der verschwindet, wenn ihr Bing, Bard oder ChatGPT fragt. Das hat zuletzt Stack Overflow gemerkt. 14% weniger Benutzer auf ihrer Webseite, aber sicherlich nicht weniger Entwickler. Klar, ChatGPT mault mich nicht an, wenn ich meine Frage falsch stelle, liefert mir nicht erst nach einem Jahr eine Antwort und ich kann sogar noch Rückfragen stellen, ohne mich zu schämen. Ein Träumchen. 14% weniger Aufrufe heißt aber für Stack Overflow auch 14% weniger Einnahmen, heißt im Klartext 14% der Kosten müssen vermutlich eingespart werden, auch zum Beispiel durch Mitarbeiter, die dann gekündigt werden. Ja, ich habe euch gerade gesagt, dass ChatGPT schon jetzt zu Jobverlusten führt, aber irgendwie anders, als wir es alle dachten. Auch YouTube wird das bald treffen, sobald Plugins für ChatGPT YouTube-Videos analysieren können, indem sie Bild und Ton auswerten. Manche Zeitungen wie die Badische Zeitung, ja, ich komme ursprünglich aus dem Badner Ländle, bieten viele, wenn nicht sogar die meisten ihrer Artikel schon jetzt deshalb nur noch hinter einer Paywall an. Aber sind wir mal ehrlich, YouTube Premium, Spotify, Netflix, Amazon, Xbox Game Pass, Nintendo Online, PS Plus, Spiegel, Zeit, Times, BZ und noch ein paar mehr. Wie soll man sich das denn alles leisten können? Das Ergebnis? Ein paar wenige, die möglichst viele Themen qualitativ abdecken, werden sich durchsetzen, andere werden sterben oder tun das sogar jetzt schon. In diesem Szenario würde das Internet zunehmend von einer Handvoll großer Player dominiert werden, die sich hinter einer Paywall verschanzen. Das Gegenteil von dem, was das Internet ursprünglich mal sein sollte, nämlich ein freier Raum für den Austausch von Informationen und Ideen. Lustigerweise ist genau dieses Szenario dann aber auch das Aus für KI-Systeme, denn die können euch keine Artikel mehr zeigen, weil sie ja keinen Zugriff mehr drauf haben. Es sieht also so aus, als würden diese KI-Systeme uns in eine Adpocalypse führen, in der nur die Starken überleben und die Schwachen untergehen. Aber ist das wirklich unvermeidbar? Gibt es vielleicht Lösungen, um das Internet für alle offen und zugänglich zu halten? Im nächsten Kapitel werden wir genau das diskutieren und mögliche Alternativen aufzeigen, um eine solche Adpocalypse abzuwenden, die ja leider schon begonnen hat. Also gut, wir haben uns bisher durch die Schrecken dieser Adpocalypse gewühlt und es sieht ziemlich düster aus. Aber keine Sorge, wir sind hier, um das Internet zu retten. Oder zumindest um ein paar Vorschläge zu machen, wie wir vielleicht alle in einem nicht ganz so dystopischen Internetödland enden.
Wir werden uns also deshalb einigen kreativen und vielleicht ein bisschen verrückten Lösungen widmen, um die drohende Paywall-Invasion abzuwehren. Eine Möglichkeit, diese Paywall-Apokalypse abzuwenden, besteht einfach darin, dass KI-Entwickler und Website-Betreiber gemeinsam Verantwortung übernehmen. Nein, doch. Statt gegeneinander anzukämpfen, könnten sie zusammenarbeiten, um faire Geschäftsmodelle zu entwickeln, die sowohl die KI-Technologie als auch die Websites am Leben erhalten. Vielleicht könnten diese KI-Analyse-Tools den Zugang zu bestimmten Inhalten ermöglichen, aber nur, wenn sie einen Teil ihrer Einnahmen mit den Website-Betreibern teilen. Das wäre so, als würden sie ein Bündnis gegen das Böse schließen oder zumindest gegen eine drohende Apokalypse. Heißt, ich zahle meine 20 € für ChatGPT im Monat, wenn das Ding aber auch Websites haben möchte, muss ich eben nochmal 20 € mehr zahlen und die werden zwischen den angefragten Websites aufgeteilt. Wäre durchaus umsetzbar. Bislang ist da aber leider noch nichts dergleichen in Planung. Was viele YouTuber schon tun, wird auch für immer mehr Websites Realität. Product Placements. Natürlich habe ich nicht nur Einnahmen durch unseren Partner Flexispot in diesem Video, sondern auch ganz reguläre YouTube-Werbung. Diese aber bei weitem nicht in der Lage, das gesamte Team zu tragen. Solche Product Placements wären natürlich auch für Websites eine Möglichkeit. Im Endeffekt sind positive Testberichte wie das, was ich euch zu Flexi gesagt habe, auch in einer gewissen Form wichtig, wenn die KI zum Beispiel nach dem besten Stehschreibtisch für euch suchen soll. Das sollte ich eigentlich in Rechnung stellen. Anyways, ihr versteht, was ich meine. Da muss man aber ganz schnell aufpassen, dass das nicht in eine Art von gesponserten Artikel-Reviews umgewandelt wird und die KI so einen gewissen Bias entwickelt. Das führt mich zu meinem dritten Ansatz. Eine KI liefert euch zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht 100%ige Ergebnisse und man sollte seine Quellen immer dringend prüfen. Das geht bei Bing zum Beispiel sehr, sehr gut, da jede Quelle direkt angegeben ist. Gerade dadurch kommen auch wieder Nutzer auf die Website. Die Frage ist aber leider, ob das wirklich nachhaltig ist. Nicht jeder wird das tun und das merken wir schon jetzt und die Besucherzahlen werden zwangsläufig weniger, selbst wenn Bing eine Quelle angibt. Manche Sachen möchte ich einfach nicht als Tutorial mit Bildern sehen, sondern einfach nur kurz prüfen. Wir haben aber eine wichtige Ausnahme von ganz vorhin gehabt. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Der sollte eigentlich nicht von Klicks abhängen, auch wenn es manchmal den Anschein erweckt. Damit ist der von den ganzen Implikationen einfach befreit, die KI mit sich bringt. Irgendwie angenehm außen vor. Trotzdem wird der Rundfunkbeitrag so natürlich nur für jedes Land separat erhoben, während wir damit allerdings Inhalte für KI finanzieren, die weltweit dann von dieser KI genutzt werden können. Und mit denen dann Microsoft oder Google Gewinne machen. Zu guter Letzt ein Vorschlag, den ich selbst nur bedingt charmant finde. Was, wenn die Werbung der Websites uns beim Nutzen der KI-Systeme um die Ohren geschlagen wird? Analysiert Bing also einmal Spiegel und einmal Stack Overflow für meine Antwort, kriege ich erstmal je die Werbeanzeige der Websites ins Gesicht und darf dann die Antwort der KI lesen. Das ist technisch durchaus eine Herausforderung, könnte aber funktionieren, sofern natürlich alle KI-Hersteller sich daran halten. Wie ihr also sehen könnt, ist irgendwie keine meiner Lösungen wirklich perfekt oder auch nur angenehm, aber einen gewissen Preis muss man halt wohl bezahlen. Der war bislang die Werbung. Was nun folgt, werden wir noch erfahren. Welche Lösung habt ihr eigentlich dafür? Bevorzugt ihr eine von meinen Lösungen oder wie sollte man vorgehen? Schreibt mir das mal in die Kommentare. Und dann heißt es bis zum nächsten Mal im Cyberspace.